Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich Mandelhäufchen mache. Das ist ein Konfekt aus gerösteten Mandelstiften und geschmolzener Zartbitterschokolade. Zunächst müssen Mandeln geschält werden. Dazu wird Wasser aufgekocht, 200 Gramm Mandeln hineingegeben und wieder aufgekocht. Da ich die Mandeln später noch zerschneiden werde, lasse ich die Flüssigkeit noch einmal richtig aufkochen, sodass die Mandeln auch im Kern weich werden. Die Mandeln werden abgegossen und ganz kurz abgeschreckt. Dabei darf das Abkühlen nicht zu sehr forciert werden, denn dann lassen sich die Mandeln wieder schlecht pellen. Zum Pellen der Mandeln ist es ratsam, sich links einen Teller für die Mandeln hinzustellen und rechts einen Teller für die Mandelschalen, sodass man kurze Strecken für die Handgriffe hat. Am besten man nimmt eine Mandel zwischen zwei Finger und drückt die Mandel in Richtung Spitze aus der Schale heraus. Ich ziehe für diese Arbeit auch immer gerne dünne Handschuhe an. Das schützt zum einen vor der Hitze, zum anderen kann man vom Pellen der Mandeln auch mal eine Blase am Finger bekommen und wer will das schon. Einmal fertig werden die Mandeln wieder ins Sieb zurückgegeben und kurz abgespült, denn die braunen Schalen verschmutzen die Mandeln ein wenig. Den Unterschied kann man hier sehen. Jetzt müssen die Mandeln, die ohnehin aus zwei Hälften bestehen, halbiert werden. Dazu nimmt man ein kleines Messer, halbiert oben den Keim und schneidet die Mandel ganz in zwei Hälften durch. Sie sollte ohne Probleme auseinanderfallen. Anfangs ist es eine kleine Geduld- und Geschicklichkeitsaufgabe, aber wenn man einmal den Dreh raus hat, geht es fast von alleine. Aber wir sind noch nicht fertig. Die Mandelhälften müssen nun noch in Stifte geschnitten werden. Dazu legt man die Hälften auf das Brett und schneidet sie zweimal der Länge nach durch, wie gezeigt. Man sollte bei diesen beiden Arbeitsgängen keine zu langen Pausen machen, denn wenn die Mandeln zu lange liegen, trocknen sie aus und werden spröde und lassen sich dann schlechter schneiden. Nach dieser Fleißarbeit werden die Mandeln nun im Backofen geröstet und zwar bei 170 Grad für ungefähr 8 bis 10 Minuten. Bitte aufpassen, die Zeitangabe kann je nach Backofen variieren. Nach dem Rösten werden die Mandelstifte vom Blech auf einen Teller gegeben, damit der Röstvorgang unterbrochen wird. Nun kann ich mich an die Vorbereitung der Schokolade machen. Ich habe hier eine Zartbitterschokolade mit einem Kakaoanteil von 70%. Um die Schokolade richtig zu verarbeiten, muss sie temperiert werden, damit sie nach dem Erkalten keine Streifen oder Schlieren bekommt. Dazu wird in die geschmolzene Schokolade ein Anteil von 10 bis 20% nicht geschmolzener Schokoladenstücke gegeben. Einfach ausgedrückt, ich habe hier eine Tafel von 100 Gramm, die aus 5 Stücken besteht. Von den 5 Stücken lege ich eins zur Seite, das sind 20%. Die restlichen 80% zerhacke ich in kleine Stücke und sie kommen in einen Schlagkessel aus Metall. Das zur Seite gelegte Stück wird ebenfalls in kleine Stücke geschnitten, bleibt aber auf dem Brett. Inzwischen habe ich in einem Topf etwas Wasser zum Kochen gebracht und darauf setze ich nun den Schlagkessel. Mit einem Teigschaber rühre ich die Schokoladenstücke um. Sie fangen natürlich sofort an zu schmelzen und durch das Rühren verteilt sich die Hitze gleichmäßig, was sehr wichtig ist. Die Schokolade sollte nicht heißer als 45 Grad Celsius werden, weswegen ich die Temperatur kontrolliere. Hier sind bereits 40 Grad erreicht und deswegen nehme ich den Kessel vom Feuer, auch wenn noch nicht alle Schokostückchen geschmolzen sein sollten, aber das Metall der Schüssel ist durch den Wasserdampf heiß und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Alles wird noch weiter gerührt und schließlich ist die ganze Schoki geschmolzen. Nochmal eine Kontrolle der Temperatur und siehe da, die Schokolade hat 44 Grad.
Nun gebe ich den Großteil der zur Seite gestellten Schokostücke dazu und rühre diese unter und rühre, ohne die Schokolade nochmal zu erhitzen, bis alles geschmolzen ist, was eine Weile dauern kann. Im Idealfall sollte jetzt eine Temperatur von 31 Grad Celsius in der Schokolade vorherrschen, was ich mittels meines Thermometers kontrolliere. Hier sind es noch 34 Grad Celsius, weswegen ich auch noch den letzten Rest der Schokolade dazugebe und auch dieser Rest wird geduldig untergerührt, bis sich alle Stücke aufgelöst haben. Schließlich habe ich die gewünschte Verarbeitungstemperatur von 31 Grad Celsius erreicht. Um ganz sicher zu gehen, gebe ich etwas Schokolade auf eine Teigkarte und lasse sie abkühlen. Hier kann man sehen, dass sie schön fest geworden ist, ohne Schlieren zu werfen. Nun können die gerösteten Mandelstifte zur Schokolade gegeben werden. Die Mandeln sollten dabei nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt sein. Am besten, sie sind 31 Grad warm. Die Mandeln werden zügig untergerührt. Auf einem Holzbrett habe ich einen Bogen Backpapier ausgebreitet und darauf werden die Mandelhäufchen gesetzt. Man kann das mittels zweier Löffel machen, aber eine Eiswürfelzange finde ich viel praktischer. Man kann mit einer Hand leichter arbeiten, aber vor allem drückt die Zange die einzelnen Mandelstifte in die gleiche Richtung, sodass gleichmäßigere Häufchen entstehen. Ich finde es auch besser, wenn die Häufchen nicht zu groß sind, so hat man mehr Gelegenheit zu naschen. Die Mandelhäufchen lässt man bei Raumtemperatur auskühlen, bis sie fest werden. Anschließend kann man sie in eine Box geben, wo sie ihr kurzes Dasein fristen können. Dieses Konfekt hat einen einmaligen Geschmack, da die frisch gerösteten Mandeln und die Schokolade wunderbar zusammen harmonieren. Schokolade ist gesund und wenn man Appetit darauf hat, braucht der Körper deren Inhaltsstoffe, sodass man sie mit gutem Gewissen naschen darf. Wer ein erlesenes Geschenk sucht, wird damit bestimmt eine große Freude bereiten. Ich hoffe, ihr probiert dieses Konfekt einmal aus. Viel Spaß beim Zubereiten und wie immer, guten Appetit!